diesem Video zeigen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 2.1 des CAD-Workshops. Die zugehörige technische Zeichnung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Thema dieser Übung sind Feature-Muster. In der Übung 1 hatten wir ja uns vor allem mit einfachen Austragungsfeatures, sowohl linear als auch rotiert, beschäftigt. Jetzt in der Übung 2 geht es um Feature-Muster und Skizzenmuster, und jetzt konkret in dieser Übung hier schauen wir uns erstmal einfache Feature-Muster an. Und dazu sollen wir dieses Riffelblech zeichnen. Fangen wir erstmal ganz simpel an mit wieder einer Skizze. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, wenn ich hier auf eine Ebene klicke, auf einer der Basisebenen, kann ich über diesen Schnellbefehl, über dieses Menü auch direkt eine Skizze erzeugen. Diesen Button hat denselben Effekt wie hier oben. Da spart man sich ein bisschen Mausweg. Und wir brauchen einfach mal nur ein Quadrat, machen da ein paar Bemaßungen dran. Wo wir gerade mal bei den Schnellwerkzeugen sind, es gibt natürlich hier oben den Button Intelligente Bemaßung. Es gibt allerdings auch noch in SolidWorks ein Mausmenü für schnelle Befehle. Und das kann man aufrufen, indem man die rechte Maustaste gedrückt hält, so wie jetzt, und dann die Maus in eine bestimmte Richtung bewegt. Dann erscheint dieses kreisförmige Menü. Ja, jetzt habe ich das Linienwerkzeug ausgewählt. Und wenn ich das Bemaßungswerkzeug zum Beispiel hier auswählen möchte, die Maus einmal nach oben bewegen. So, jetzt habe ich das Bemaßungswerkzeug. Macht es ein bisschen schneller. Okay. Das Ganze tragen wir jetzt aus. Laut Zeichnung sind das 3 mm. Und darauf müssen wir jetzt noch, auf diesem Blech hier, müssen wir diese Riffel erzeugen. Das heißt, ich mache eine neue Skizze oben auf der Oberfläche des Blechs. Ausrichten. So. Und jetzt haben wir da diese ellipsenförmigen Riffel auf diesem Blech, wo wir mal unten links in der Ecke anfangen. Ich fange mal damit an, mir zuerst diese Hilfslinie zu zeichnen, die hier im 45-Grad-Winkel nach oben geht. Auch direkt schon mal ein Master dran. Und dann fange ich direkt mal an, die erste Ellipse zu zeichnen. Dafür gibt es ein Werkzeug hier oben bei den Skizzenelementen. Hier, Ellipse. Und das besteht aus 3 Schritten, sowas zu erzeugen. Ja, so wäre es jetzt falsch rum, aber ist nicht schlimm, wir drehen uns das gleich richtig rum. Und wenn man so eine Ellipse hier bearbeiten möchte, hat man verschiedene Hilfspunkte da dran. Denn der Mittelpunkt der Ellipse liegt jetzt schon passend deckungsgleich, also mit dieser deckungsgleich Skizzenbeziehung auf dieser Linie. Und wenn wir uns in die Zeichnung das genau anschauen, muss das Ganze hier so liegen. Also legen wir mal diesen Eckpunkt auch deckungsgleich auf diese Linie, dann liegt die Ellipse schon mal richtig herum. Und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Maße dran einstellen. Die ist 10 mm von dieser Kante hier entfernt und damit ein bisschen weit nach oben gerutscht. Verlängern wir das einmal hier ein bisschen. Dann haben wir hier eine Länge oder einen Abstand von 15 mm. Hier sind es 5 mm. Und damit ist diese Ellipse schon vollständig bemaßt. Das müssen wir jetzt noch 4-mal wiederholen. Um uns das ein bisschen zu sparen, können wir schon das altbekannte Spiegelmuster, Spiegelfeature hier, die Spiegelfunktion anwenden. Dazu erzeuge ich mal eben schnell 2 weitere Hilfslinien. Einmal diese hier. Und diese hier, die können wir gleich als Spiegelachsen benutzen. Dazu brauchen wir hier von diesem Mittelpunkt einen Abstand von 10 mm. Und dadurch, dass es alles schon durch den 45-Grad-Winkel hier festgelegt ist, muss ich die andere Seite gar nicht bemaßen. Die kann auch nur 10 mm dadurch
als Abstand haben. Und dann können wir die Ellipse direkt mal spiegeln. Spiegeln um. Das hier. Und diese beiden Ellipsen spiegeln wir uns jetzt noch einmal nach oben. Genau so. Und es ist auch schon direkt alles vollständig bemaßt. Wenn wir das jetzt nochmal kontrollieren wollen, ob wir wirklich hier einen Abstand von 20 mm haben, können wir das Evaluierungswerkzeug mal dafür benutzen, dieses Messwerkzeug hier oben. Also wenn ihr auf Evaluieren und dann Messen geht, kommt ihr dieses Werkzeug hier. Und da können wir zum Beispiel mal diese beiden Mittelpunkte hier nacheinander anklicken und wir sehen, wir haben hier genau diesen Abstand von 20 mm. Und mal der Vollständigkeit halber, das haben wir auch auf der anderen Seite. Wenn ihr das Werkzeug wieder schließen wollt, einfach auf Escape drücken. Okay, das hier könnten wir jetzt 25 Mal wiederholen und dann hätten wir alle unsere Riffel, die wir brauchen. Das ist natürlich nicht Sinn dieser Aufgabe hier. Der Sinn ist, dass wir jetzt ein Muster anwenden. Ich könnte schon tatsächlich direkt in der Skizze auch schon mit dem Werkzeug lineares Skizzenmuster all diese Elemente hier ja, als Muster wiederholen in die verschiedenen Richtungen. Ich möchte aber hier jetzt ein Feature-Muster anwenden. Ein Feature-Muster bietet im Nachhinein noch ein bisschen mehr Einstellmöglichkeiten. Okay, ich gehe erstmal aus der Skizze hier raus und trage das Ganze aus. Und zwar sind diese Riffel 1 mm hoch. Okay. Und dieses Feature, was ich gerade hier erstellt habe, diese 4 Riffel, die möchte ich jetzt wiederholen. Und dazu benutze ich ein Feature-Muster. Das finde ich hier oben. Das nennt sich lineares Muster, also ist wieder im Feature-Reiter. Und hier kann ich verschiedene Optionen auswählen. Erstmal müssen wir gucken, Features und Flächen. Welches Feature wiederholen wir hier überhaupt? Und ich klappe mal einmal diesen Baum hier oben aus. Da können wir alle Features sehen, die wir schon haben. Und wir wollen hier das zweite Feature auswählen, dieses hier. Dann ist das ausgewählt. Und dann müssen wir entscheiden, in welche Richtung wir dieses Feature wiederholen möchten. Und das könnte jede beliebige Linie, Kante oder Achse in unserem Teil hier sein. Und ich wähle einfach mal hier diese Kante am Blech aus als erste Wiederholungsrichtung. Aber so passt das nicht. So liegt das alles ineinander. Ich muss den Abstand von den einzelnen Teilen ein bisschen erhöhen. Ich mache mal auf 40 ein. Mit 40 passt es besser. Das entspricht genau dem, was wir da in der Zeichnung haben. 40 mm. Wir hatten ja pro Riffel einen Abstand von 20. Dementsprechend müssten die Wiederholungen, die jeweils 2 Riffel enthalten, einen Abstand von 40 haben. Und wir haben schon passenderweise gerade hier 5 Wiederholungen drin stehen. Also das ist genau die Menge an Wiederholungen, die wir brauchen. Das andere wäre zu viel oder zu wenig. Okay, und wir wollen das Ganze noch in die andere Richtung haben. In diese hier, das ist die Z-Richtung in dem Fall im Koordinatensystem. Wählen wir uns wieder diese Kante hier aus und passen nochmal den Abstand der Wiederholung an. Und 5 Wiederholungen passen auch schon genau. Und dies können wir jetzt schon bestätigen. Und damit sind wir schon fertig mit diesem Riffelblech hier. Also wenn ich jetzt nochmal was ändern möchte, die Anzahl Wiederholungen, kann ich einfach hier in dieses lineare Muster hineingehen. Das ist genauso ein Feature jetzt auch wie die anderen vorherigen Sachen. Das steht ja auch im Feature Manager. Ich kann Rechtsklick drauf machen und das Ganze bearbeiten, wenn ich jetzt nochmal die Anzahl Wiederholungen ändern wollte oder wie auch immer. Und dann kann man auf schnelle Weise solche Muster erstellen. Das wäre es auch schon mit dieser Aufgabe. Wir können noch kurz prüfen, ob wir alles richtig gemacht haben. Machen wir wieder so, dass wir wieder ein Material einstellen. Material bearbeiten. Und genau, wir haben hier, ist schon ausgewählt. Das ist hier dieser Baustahl E295, den wenden wir an. Und dann können wir hier oben unter Evaluieren die altbekannten Masseneigenschaften aufmachen. Und wir liegen bei 981,92 Gramm.
Das ist genau das, was auch in der technischen Zeichnung steht. Damit haben wir alles richtig gemacht. Okay, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal.